Hard Guitar People. Heute zu Gast bei mir, The Almighty, Justin Hombach. Hallo. Völlig, ja, vielen Dank, dass du da bist. Bitte? Gestern Abend haben wir uns verabredet. Genau, ganz spontan. Genau, wie ihr es hört an meiner Stimme, ich war gestern auf einem Festival und auf dem Festival haben wir geschrieben. Und im Vorfeld eigentlich schon so ein bisschen ausgemacht, wir wollten über Marty Friedman reden. Und wer läuft mir da über den Weg in dem Moment? Der David, wie wir ihn gerne nennen. Ja, also was für ein größeres Zeichen gibt es als, wir müssen dieses Video machen. Stimmt. Und Justin, nur kurz bevor wir über so viele andere Musiker reden, kurz zu dir. Du bist bekannt von deinen Channels auf YouTube. Korrekt. Magst du uns kurz sagen, wie die einzelnen Channels heißen? So wie ich auch heiße, Justin Hombach. Es wird Justin ausgesprochen, nicht Justin. Sorry, my bad. Das weiß ja kaum einer. Aber genau, Justin Hombach. Und ich mache da hauptsächlich Educational-Kram, Shredding, wie man schnell spielt, wie man besser Solo-Gitarre spielt, Techniktipps, solche Geschichten. Alles auf Englisch, ist ein internationaler Kanal, aber wer dem Englischen mächtig ist, der wird sich da auch, denke ich mal, wohlfühlen. Für alle, die gerne schnell spielen, das ist eure Anlaufstelle. Shredded. Ja. Und daher komme ich auch zu dem Justin. Aber ja, auf jeden Fall links unten gucken. Natürlich alles drin von Justin. Ich habe ein bisschen gestöbert. Du bist sehr umtriebig musikalisch. Der eine Punkt hatte ich jetzt zu diesem Interview geführt. Das ist eine Megadeth Coverband. Ja, Megalife. Megalife, genau. Die gibt es auch schon eine ganze Weile, oder? Seit 5 Jahren. Wir haben uns gegründet im Februar 2020. Wow. Januar, Februar 2020. Die Idee gab es schon vorher von unserem Dave Mustaine, sein Name ist Andreas Görgen. Und er hat dann eine Anzeige aber in Facebook gesetzt, von wegen, hey, ich würde gerne eine Megadeth Tribute Band covern. Und ich glaube, innerhalb von 2 Minuten haben ich und unser Schlagzeuger, der Jens, wir hatten uns gemeldet, waren mit dabei. Dann hatten wir ein Jahr lang einen anderen Bassist noch, aber jetzt ist ja der Bassist ein Gesicht, den du auch schon hier in deinen Räumlichkeiten hattest. Richtig, ja. Nämlich der gute Nick Leditsch von Metallica war. Das ist jetzt auch oder seit 4 Jahren jetzt auch schon, war er ja auch schon in dem Interview, wo er hier bei dir war. Genau. Bassist von Megalife, genau. Also, wer sagt, Megadeth und Metallica geht nicht zusammen, das ist der beste Beweis. Wenn der James Hetfield von Metallica Bass bei Megadeth spielt, dann ist alles gut. Ja? Damit macht ihr Tribute to Megadeth. Gibt es eine Einschränkung oder macht ihr einfach alle Alben? Alle Alben. Also alles, worauf wir Lust haben. Natürlich konzentrieren wir uns erstmal so ein bisschen auf die Hits, die man so kennt. Ja. Man muss dazu halt auch sagen, dass natürlich auch Megadeth hier in Deutschland jetzt auch nicht die größte Band war. Also es ist auch mehr für die Fans dann auch letzten Endes. Aber wir haben 1, 2 Perlen, die auch Megadeth jetzt seit 25 Jahren, 30 Jahren nicht mehr gespielt haben. Aber sonstige Einschränkungen, nur das, was wir wollen, was uns Spaß macht quasi. Super gut. So Geil. als Megadeth ist. Und dazu hast du aber noch Original Bands, sag ich mal, mit eigenen Songs. Ja. Eternity's End. Ist eine super Power Metal Band, sag ich mal, also in dem Stile der 80er Jahre Shrapnel, also Racer X, okay. Cacophony in dem Bereich, gegründet von Christian Münzner, den vielleicht die Leute aus der härteren Gangart von Obscura kennen, der war früher jahrelang bei Obscura, oder Necrophagus Anfang der 20er. Und der hat halt in den 2010ern eine Power Metal Band gegründet, da bin ich jetzt auch mit drin. Ist aber nur eine Plattenband, keine Liveband, Okay. weil er mittlerweile in Mexiko wohnt. Und alle Musiker in dieser Band irgendwie on Tour sind. Also der Bassist, der Linus, ist mit Beyond the Black viel auf Tour. Hannes ist mit Triptykon als Schlagzeuger weltweit auf Tour. Und so haben wir irgendwann gesagt, okay, das wird keine Liveband, das wird eine reine Plattenband. Das heißt, ihr schickt Files um den Globus. Genau, wir arbeiten gerade am nächsten Album. Sind auch alle noch sehr gut befreundet, so auf alle Fälle. Es ist schon auch noch eine Band freundschaftlich, aber halt leider keine, die man wahrscheinlich in der Zukunft nicht auf der Bühne sehen wird, weil es halt einfach logistisch zu schwierig ist, Ja. da was aufzubauen. Also einerseits ist es ja natürlich eine große Errungenschaft der Neuzeit, dass man so miteinander Musik machen Ja, kann. auf alle Fälle. Auf der anderen Seite blutet natürlich jetzt dem Gen X-Mann das Herz. Aber das war doch mal 5 Freunde im Proberaum. Ja, natürlich. Das ist auch so etwas, wo ich auch so eine leichte Träne hinterher weine, auf alle Fälle, weil früher hatte ich sowas ja auch gehabt.
Das ist so ein bisschen das Nette mit Megalife zum Beispiel, weil wir da halt eben sehr aktiv sind. Da sieht man sich viel oder auch mit anderen Bands, aber ey, so ist es halt manchmal. Ne? Manchmal hat man die Projekte, jeder lebt so sein Leben woanders und Genau. das ist ja dann das Gute durchs Internet, dass man das so machen kann, ja. Super gut. Okay, dann haben wir ganz neu Rhapsody. Kinda Rhapsody, also heißen eigentlich Dawn of Victory, ist aber die Ursprungsversion von der Power Metal Legende Rhapsody, die in den 90ern diesen epischen Power Metal, sag ich mal, miterfunden haben. Da sind eigentlich alles originale Mitglieder mit dabei, nur ich bin halt der Neue, weil der ursprüngliche Gitarrist Luca Turilli, der möchte das nicht mehr alles so, der konzentriert sich gerade viel aufs Klavierspielen und Komponieren, der möchte nicht mehr touren. Und da hat der Alex Holzwarth, der Schlagzeuger, hat dann mich gefragt, und da dachte ich mir, ja klar, ich bin damit aufgewachsen, gerne. Und damit geht es dann ab Spätsommer auf Tour quasi. Okay. Also da geht's dann richtig nach vorne Ja. und du sagst mir aber Bescheid, wenn du in der Nähe bist. Ja, wenn wir in der Nähe sind, ja. Sehr gut. Und Alkaloid? Genau. Alkaloid? Richtung? Progressiver Technical Death Metal. Also sehr, sehr nischig, sehr progressiv, also sehr für eine ganz bestimmte Szene, aber auch dort sehr anerkannt. Band gibt es auch schon seit 10 Jahren, auch gegründet unter anderem von, also quasi, man könnte sagen, die Leute aus Eternity's End sind auch alle in Alkaloid, bis auf der eine Gitarrist, den habe ich quasi ersetzt, als er nach Mexiko gezogen ist. Also es ist so eine Familie, sage ich mal, alles zusammen. Aber mit denen sind wir tatsächlich mehr live auch unterwegs, weil da ist ein bisschen, ich sag mal, die Möglichkeit noch mehr da live zu spielen und auch, ich sag mal, das Publikum ist auch da und da waren wir letztes Jahr im Winter auf Tour und Anfang nächsten Jahres geht es da auch wieder mit weiter, ja. Okay, super. Also soweit zu dir und zu deinem Background und dem, was du aktuell machst. Ja. Und du hast schon eben gesagt, du bist in einer Band neu reingekommen, wo nur alte Mitglieder waren. Das ist ja unserem heutigen Protagonisten 1990 auch so ein bisschen ergangen. Marty Friedman kam zu Megadeth 1990. Das war ja allgemein ein riesiger Umbruch zu der Zeit, was da so alles stattfand. Und dann kommst du in eine Band, die ja vorher, sage ich mal, auch vor allen Dingen bekannt dafür war, dass es immer Hire und Fire gab. Gerade bei der Leadgitarre, ja. Gerade in der Leadgitarre, die Vorgänger Chris Poland, bis heute massiv Total unterschätzt. geiler Gitarrist. Unterschätzt, der Gitarrist, ja. Muss man dazu sagen, der gar kein Metal-Gitarrist ursprünglich war. Nee. Deswegen ist es auch so schwer, seine Soli nachzuspielen. Ja. Ich versuche relativ originalgetreu zu bleiben in den Soli. Gerade auch bei natürlich den berühmten Friedman-Soli. Aber die Poland-Soli, er ist halt ein Fusion-Gitarrist. Er ist ein Jazz-Gitarrist. Er ist sehr inspiriert von Leuten wie Jan Hammer, ein Keyboarder aus den 80ern, Bands wie Weather Report, Jaco Pastorius. Also die ganze Fusion-Szene aus den 70ern hat er mitgenommen. Ja. Und ist halt irgendwie in den Metal reingerutscht. So. Und da ist halt die Schwierigkeit, dass all seine Soli improvisiert sind. Ja. Und dadurch ist das schwieriger, das wieder zu rekonstruieren. Ja. Weil es zum Beispiel auch keine Live-Aufnahmen gibt, wo er das Solo nochmal spielt, wo man mal ein bisschen gucken kann, welchen Fingersatz hat er oder wie bändet er die Note. Nee, er spielt halt jedes Mal ein anderes Live-Solo, weil er ist halt Jazzer. Und Jazzer spielen halt ein Solo nicht zweimal. Als jemand, der 4 Jahre lang Jazzgitarre studiert hat, kann ich das nur bestätigen. Das macht es schwer. Aber warum? Wisst ihr nicht mal, was ihr spielt, oder wird es euch langweilig? Das ist halt so ein bisschen die Philosophie und die Kunst, dass man halt sagt, okay, man möchte den Live-Moment mit aufnehmen und schauen, was kommt dabei raus. Das ist so ein bisschen dieser Freigeist-Gedanke, der da noch ein bisschen mit reinschwebt. Und ich kenne viele, die aus dem Jazz kommen, in den Metal reingekommen sind, bei Metal-Bands angefangen haben zu spielen und dann mit dieser Philosophie, hey, live kreiere ich was Neues, kreiere ich was aus dem Moment heraus, erstmal gegen eine Wand gefahren sind, weil die Fans wollen halt die alten Soli, die halt geschrieben sind. So. Ja. Und ja, das macht es halt beim Poland schwer. Es gibt ein Solo, wo ich auch zum Beispiel sage, da würde ich mir ganz gerne die Freiheit rausnehmen, auch zu improvisieren, ein Poland-Solo. Ich versuche immer so ein bisschen an der Stilistik zu bleiben. So. Und ja, es ist dann eher bei einem Chris Poland gucken, okay, was hat er ungefähr für Skalen verwendet? Was hat er ungefähr für Melodien, für Motive verwendet und auch für Techniken, sehr legato-mäßig, sehr Alan Holdsworth inspiriert. Dass ich eher versuche, das mit auf die Bühne zu bringen, den Sound und die Idee hinter dem Solo und nicht 1:1 das Solo, weil das hat auch von den anderen späteren
zig Leadgitarristen von Megadeth kaum jemand so richtig. Also alle sind so, sag ich mal, gebrochen an den Poland-Soli. Ja, in der Tat. Und es gibt ja ein weiteres Solo, ich meine Tornado of Souls, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Das hat ja Marty geprägt und ich glaube, jeder andere musste da durch. Ja. Und ich kann mich an keinen Besetzungswechsel bei Megadeth an der Leadgitarre erinnern, ohne dass gleich danach im Video kam Comparison, Ja, zumindest seit Broderick, der Friedman. YouTube-Ära quasi. Ja, Genau. oh. Gerade Broderick hat, glaube ich, da sehr, ich sag mal, drunter gelitten, dass Ja. er da viel verglichen worden ist. Also es gibt auch wenige von den neuen Leadgitarristen, die dann auch sich dort getraut haben, mal was zu verändern. Der Einzige, der ein bisschen was verändert hatte, war tatsächlich der Leadgitarrist, der direkt nach Friedman kam, Al Pitrelli. Ja. Weil das war damals, okay, der erste nach Friedman, der hat ein bisschen was Eigenes gemacht. Aber ansonsten alle anderen, die 3, die danach kamen, oder 4, die danach kamen, sind es mittlerweile, die mussten sich dann schon sehr an dem Original halten, ja. Vielleicht auch, weil auch dann die Erkenntnis kam, wir müssen es reproduzieren. Ja. Die Leute erwarten. Es ist halt auch ein gutes Solo. Es ist halt auch Ja. ein Kunstwerk in sich selbst so. Genau. Und das ist dann halt natürlich auch, ich kann auch jeden Fan verstehen, wenn er auf eine Megadeth-Show geht oder auch auf eine Mega-Live-Show und dann halt auch als Gitarrist vor allem dieses Solo erwartet Ja. und auch sich drauf freut. Und dann kommt es nicht, kann ich verstehen, wenn man dann sagt, das war jetzt nicht so schön. Ja. Ja. Also die Soli versuchen wir, wie gesagt, so originalgetreu wie möglich zu behandeln. Es gibt, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, hey, da nehme ich mir was raus oder da bin ich ein bisschen freier. Aber das ist alles in einem Rahmen, wo ich auch aus jetzt dem Feedback, was wir in den letzten 5 Jahren zurückbekommen habe, weiß, das wird keinen stören. Ja, genau. Wollen wir gerade mal reingehen, Ja. weil wenn wir schon darüber reden, für mich beginnt die Schwierigkeit bei diesem Solo beim ersten Ton, weil es nämlich typisch Marty Bending ist, was kein richtiges Bending ist. Es ist so Slide, Bend, irgendwie ein Halbton. Ja, es ist halt Und, dieses. Hola. Es ist sehr schwer, das nur einzeln zu spielen tatsächlich. Genau. Man muss den Kontext noch dazu mit ein bisschen dabei haben. Und wie geil ist das, wenn der Ton nur funktioniert, wenn du die Töne außenrum Ja. hast? Ja. Weil normalerweise würdest du jetzt sagen, okay, ich ziehe das Ding hoch, was natürlich im zweiten Bund immer schwierig Jetzt ist es halt noch der zweite Bund auf der G-Seite. ist. Also da einen ganz hohen Band hinzukriegen, macht mal. Aber ja, also ich habe es auch schon gespielt und muss sagen, dieser Ton macht so viel Spaß, wenn du ihn richtig triffst. Das ist geil. Das ist so ein Eier-Moment, so ein Attitude-Moment. Ich finde, das ist auch so einer meiner Lieblingsmomente dann live. Du drückst auf den Lead-Kanal, du gehst vor, machst. Ja. Das ist halt erstmal geil. Da kriege ich selber jedes Mal beim Spielen Gänsehaut von. Er wiederholt ja viele Sachen, Ja. aber er macht sie dann, einmal macht er sie eben halt mit irgendeinem Triller oder manchmal bändet er sie rein. Und es gibt immer diese damals schon, also er lebt ja mittlerweile in Japan, Marty Friedman, und dann hat er natürlich diesen Einfluss dieser japanischen Musik. Ich finde, dass du aber da schon Ja. extrem krass hörst, dass Ja. er out of the box. Ja, das fing ja bei ihm schon viel, ganz am Anfang, seine erste Band Hawaii, da fing das ja alles schon an, so Ja. Mitte der 80er, dass er da schon sehr inspiriert ist, so von den Sound, der Ästhetik und der Phrasierung vor allem. Ja. Viele wollen es zurückanalysieren auf eine bestimmte Tonleiter, aber es ist tatsächlich mehr die Phrasierung. Es ist halt mehr dieses. Genau. Diese Art von in den Ton halt reingehen und reinsliden, der halt so ein bisschen inspiriert ist auch von den asiatischen Instrumenten und den Klängen. Und ja. Ich höre, also es gibt ja Gitarristen, die hörst du beim ersten Ton raus. Und mir geht es bei Marty Friedman so, du hörst ein Wei sofort in der Art und Weise, wie er seinen Vibrato macht. Und Friedman erkenne ich an genau diesen so reingeschummelten Tönen, die dann irgendwie da sind. Da könnte man so unterstellen, der weiß nicht, wo er hin will. Aber ich glaube, er weiß ganz genau, wo er hin will. Das ist ja quasi, das ist so sein Trademark-Ding. Also wenn man das jetzt mal wirklich ein bisschen theoretischer und pädagogischer analysieren möchte, dann kann man zum Beispiel sagen, man nimmt sich einen Ton aus einer Tonleiter, am besten einer der Akkordtöne, wie jetzt zum Beispiel der Quinte, und bändet halt, wenn wir jetzt in E sind, von der verminderten Quinte in die Quinte rein. Dann hast du halt genauso diese. Genau.
So die genau. Geschichten, dass du halt einen Halbton unter den Zielton hingehst und dort dann quasi rein slidest, reinbändest, ja. Interessant. Okay, so erstmal Tornado of Souls. Lass uns ein bisschen zurückgehen. Wir haben ja gesagt, er hatte diesen Stil schon vorher. Ja. Mir persönlich ist er zuerst aufgefallen über Shrapnel Records. Wer das von euch nicht kennt, es gab einen Produzenten, Studiobesitzer, Record-Label-Owner, nämlich Mark Varney. Der hatte eine Kolumne im Guitar Player Magazine und hat dort neue Gitarristen vorgestellt. Da gab es dann auch immer so eine Post-Office-Adresse, da konnte man Tapes hinschicken. Also der konnte sich eigentlich nicht retten. Zu der Zeit, als das Ganze anfing, Late 80s, wollte jeder schnell und gut Gitarre spielen. Und Mike Varney ist verantwortlich für Paul Gilbert. Ja. Er hat uns Yngwie gegeben, er hat uns Jason Becker gegeben, der natürlich eng verbunden ist mit Marty Friedman, er aus Cacophony. Und er hat Vinnie Moore, Tony McAlpine, Greg Howe, alle meine Favorites aus den Billy 80ern. Sheehan war da drin. Stimmt, genau, ja. Und wer es von euch nicht weiß, also wenn man heute der Musikindustrie vorwirft, sie wäre eine Industrie Oh im Gott, Sinne das- von, ja. bei denen war 24 Stunden Ja. Studio, Ja. bei denen, es gab einen Drummer, Ja. Atma Anur, Hat man nur, oder ich komme gerade, Dean Castranova oder irgendwie Castranova, sowas. Genau, ja. ja. Die saßen, ich keine Ahnung, ob die da gehalten wurden, aber auf jeden Fall so war es. Die saßen hinterm Schlagzeug. Die Sounds waren immer voreingestellt und es gab vor allen Dingen einen Gitarrenamp und das war ein Laney AOR 100 von der Pro Tube Serie und da haben alle drüber gespielt. Ja. Also jede Platte klang gleich, Ja. aber der Witz ist trotzdem anders. Also Wegen den Gitarristen, ja. genau, du hörst dir eine Jason Becker Platte an, Perpetual Burn, und du hörst dir, jetzt muss ich überlegen, wie hieß die erste, die Marty Friedman? Dragon's Kiss. Dragon's Kiss, danke. Die klingt identisch von dem Equipment, Ja. aber es ist eine völlig andere Herangehensweise an Absolut. Musik. Ja, Ja, es war halt damals echt Fließbandproduktion Ja. quasi. Also deswegen gab es auch diesen Boom. Ich habe letztens erstmal wieder nochmal ein paar Vinnie Moore Sachen mit drauf geschafft und auch Tony, weil das ist so großer Bestandteil auch von meinem Kanal. Genau, viel die Zeit. Und gerade so 86, wie viele Alben da rauskamen, weil sie auch dann so Sachen hatten wie, okay, ein Album muss jetzt halt innerhalb von einer Woche fertig sein, Ja. weil nächste Woche wird das nächste Album schon gemacht. Genau. Und die waren ja auch alle in einem Bund. Da hat dann ja auch Tony McAlpine bei Vinnie Moore Keyboard gespielt. John Rudess, mein guter Freund und Schüler, hat seinen ersten Auftritt, sag ich mal, bei Tony McAlpine gehabt als Keyboardspieler. Das war seine erste CD, die er je gemacht hatte. Und die waren da alle eng verbunden. Genau. Ich glaube, der wichtigste, den uns Mike oder Mark, das ist so das Ding. Ich weiß, es gibt Mike und es gibt Mark Varney. Und ich weiß, die machen auch dasselbe. Okay. Der eine hat Shrapnel und der andere hat diese Fusion-Label, wo dann viel Gambale und Sean Lane und Brad Garsett und so rüber gemacht worden sind. Und ich verwechsel die auch immer ganz gerne. Also ich glaube, es sind sogar auch Brüder. Und das ist halt echt, dass einer Mike und einer Mark heißt. Du hast nicht auch gerade zuerst Mark Varney gesagt und dann Mike Varney, aber es gibt nämlich beide. Das ist echt Echt Hammer. das Schwierige. Das muss man dann mal ein bisschen nachgucken. Am Ende haben sie sich alle bei den REH-Videos getroffen. Ja, also, genau. die VHS-Videos, das waren so viereckige Dinger, die man an ein Gerät reinschiebt und dann war 90 Minuten lang Gitarre erklärt. Ja, das war, also ja. Also ich glaube, das Wichtigste, was er uns gebracht hatte, war irgendwie für unsere, ich sag mal, Spielrichtung und dann halt natürlich Marty Friedman und die ganzen Bands, die da mit reingekommen sind, ja. Definitiv. Und es hat sich ja viel daraus formiert. Also wenn man guckt, Jason Becker hat den Absprung geschafft zu David Lee Roth. Bevor er verkrankt ist, ja. Genau, und das ist natürlich das Tragische daran. Marty ist Richtung Megadeth abgewandert und Paul Gilbert und Billy Sheehan haben eben dann Mr. Big gegründet. ja. Und das ist, da hat sich viel gefügt aus diesem Pool, dem man vorwerfen kann, dass es industrielle Musik war. Aber es hatte immer auch eine gewisse Attitude gehabt und das war dem Mike Varney, ich glaube, es ist Mike, Mike Varney auch wichtig. Ja. Ich habe auch einen deutschsprachigen Podcast namens Let's Talk Guitar und wir hatten da mal eine Folge mit meinem guten Freund Christian Münzner, der sich damit auch sehr auskennt, mal komplett über Shrapnel gemacht. Ja. Und da haben wir auch besprochen, dass in den 90ern halt zum Beispiel so viele Gitarristen sich beworben hatten mit der Einstellung, hey, ich bin aber schneller als der. Ja. Und das war dem immer egal, dem Mike Varney. Er wollte Attitude, er wollte Sound und er wollte gute Komposition, weil
Mag vielleicht manchmal nicht glauben, aber da sind Tony McAlpine richtig gute Stücke auf den Alben drauf. Marty Friedman auch, schöne Melodien. Da geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern da steckt viel, viel mehr hinter, als dem immer nachgesagt wird. Richie Kotzen hat er uns gebracht. Richie Kotzen, genau. Natürlich. Die ersten Damals Richie noch Kotzen ganz Alben. anders. Ja, also völlig anderer Style. Das war ihm wichtig. Ich kenne Alben aus der Zeit, also ein Albumcover, da siehst du einen Gitarristen und ich will jetzt nicht sagen, dass es Chris Impellitteri war, aber irgendwie glaube ich, es war. Du siehst das Grab, da steht drauf Steve Vai, Yngwie Malmsteen und noch irgendjemand und er pinkelt auf das Grab. Also so waren die Verhältnisse, dass du Plattencover rausbringen konntest, wo du auf das Grab von Leuten, die nicht mal verstorben waren, pinkelst. Die noch nicht mal, keine Ahnung was, Yngwie Malmsteen war damals 85, 84 hatte der seine erste Platte. Das ist ja gerade mal 5, 6 Jahre her gewesen. So. Also das ist ja alles in einem so schnellem Wandel dann passiert. Also wir haben es nicht umsonst Sportgitarre spielen gelernt, weil es genau das war. Es ging nur noch drum, schneller, höher, weiter. Ne? Also dieser Amp war, um darin zurückzukommen, der war super wichtig. Also viele von den Jungs, die damals gespielt haben, haben dann danach auch Laney weitergespielt. Paul Gilbert ja ganz lange Zeit. Aber dann kam ja der Wechsel Marty Megadeth und dann kam Rust in Peace. Weißt du, was er auf dem Album verwendet hat? Ich glaube Marshall. Ich bin, was Amps angeht, Wir haben davon im Vorfeld schon gesprochen. bin ich gerade erst aktuell in meiner Reise, mehr darüber zu lernen und zu verstehen. Deswegen will ich dafür nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich könnte mir Marshall, ich glaube Mustaine war ein großer Marshall-Spieler. Bis heute, auch wenn es jetzt aktuell nicht mehr verwendet wird, aber er hatte ja sein Signature-Modell bei Marshall. Das, was ich aus den wenigen Aufnahmen sehen kann, die so existieren, aus dieser Session von damals, stehen da 800er Marshalls mit halt irgendwas davor. Ob das jetzt getunte Marshalls waren oder ob da irgendwelche Verzerrer davor waren oder ob das Racks waren. Das war ja dann auch schon die Zeit, wo es dann die 9000er Endstufe gab und sowas. Also da gab es viel. Ich weiß aber, dass Marty relativ schnell danach Crate und Blue Voodoos gespielt hat. Das war dann so ein Mix. Unheimlich geiler Amp. Also wenn ihr den irgendwo schießt, der ist gar nicht mehr teuer. Ab und zu tauchen mal welche auf. Gain bis zum Abwinken, aber vor allen Dingen unrum, wie man bei uns sagt. Unheimlich viel und ich glaube, dass das auch so ein entscheidender Punkt war, dass da mal viele draufgesprungen sind. Crate Blue Voodoo heißt, das sagt mir gar nichts. Es gab dann ein Red Voodoo, das war das Sammy Hagar Signature Modell und diese Dinger waren irgendwie 2, 3 Kanäle. Und Crate war jetzt gar nicht so bekannt dafür, riesengroße Amps zu bauen. Die kamen damit raus. Und ja, guckt euch das mal an. Also das ist wirklich wert. Hat er wohl lange Zeit gespielt, aber ja, Racks waren auch damals dann schon das Ding. Ja. Rust in Peace war... Wie viel Marty Friedman hörst du in Rust in Peace? Nur die Soli. Es sind wirklich nur die Soli. Die ganzen Stücke er ist gerade da reingekommen in die Band, wo quasi die Stücke auch schon zum Teil komplett standen. Ja. Ist relativ spät erst in den Bandprozess reingegangen und diese ganze Geschichte um Rust in Peace ist wirklich sehr spannend. Da gibt es auch ein gutes Buch drüber, weil er fängt damit an, dass Dave Mustaine zum Beispiel gar nicht groß mit bei dem Prozess des Editieren mit dabei war, weil er halt die ganze Zeit in Rehab war, weil er halt nüchtern geworden ist. Und gerade in der Post-Production oder beim Editieren sind ganz viele von den Songs vom Arrangement her entstanden. Die hatten vorher schon so das Riff mal aufgenommen und dann erst in der Post-Production haben die das bei manchen Songs richtig erst so zusammengeschnitten, dass es dann der Song geworden ist. Oh. So hört sich's aber nicht an. Nee, so hört sich's nicht an, ja. Und auch Marty Friedman Soli sind teilweise sehr verhackstückelt und sehr zusammengeschnitten. Okay. Es gibt ein sehr gutes Video von meinem Freund Bradley Hall, das ist auch ein YouTuber drüber. Der hat mal das ganz genau analysiert und rausgehört, wo ist ein Cut, wo wurde was hingeschnitten. Es gibt nämlich zu jedem Soli, das ist das Gute, die Isolated Tracks auf YouTube. Ja. Das ist gerade für mich, der dann halt versucht, eine Stilistik sehr 1:1 zu übernehmen. Wirklich, da bin ich sehr dankbar rum, weil dann kann man sehr gut gerade Vibrato, Bending, kleine Phrasing-Sachen hören. Und es geht weiter mit der Geschichte, dass Marty eigentlich ganz krasse Handprobleme hatte, als er dieses Album eingespielt hat.
Also die so weit ging, dass sein Arzt sogar gesagt hat, ey, du darfst die Tour danach nicht spielen, ansonsten kannst du keine Gitarre mehr spielen. Aber er hat es dennoch irgendwie Ja. gebacken bekommen dort, ich sag mal, dass das alles geheilt ist. Er hat es da damals auch niemandem gesagt, weil er so Angst davor hatte, dass er den Job wieder verlieren Ja. würde. Wenn er jetzt da neu hingeht und sagt, ey, ich kann das Solo nicht einspielen, weil meine Hand tut weh, dann bist du halt ruckzuck wieder raus. So. Ja. Oder ich kann nicht auf Tour gehen, weil die Hand tut weh. Für die von euch, die jetzt sagen, ach, das ist aber unfair, jemand nur wegen einer Hand rauszuschmeißen, ihr müsst davor, also die haben die Platte rausgebracht, dann stehen vielleicht Festivals in Europa an. Du, selbst zu der Zeit, als noch viel Geld im Business war, Ja, das war du schon toll. nimmst Ja. niemanden mit nach Europa, um dann festzustellen, nach 3 Festivals, der Typ kann nicht mehr weiterspielen. Ja. Ja, es ist halt einfach Gen- Business. Genauso andersrum ja heutzutage auch. Bevor man sich überlegt, okay, gehe ich durch diesen schwierigen Prozess, und es ist schwierig, ich habe nämlich vor kurzem erst gemacht, ein Visum in Amerika, ein Arbeitsvisum in Amerika zu bekommen, um dort auf Tour zu gehen, um dann zu erfahren, okay, eine Person kann nicht mitkommen. Diese Risiken will man halt ausmerzen Genau. von einem, weil es ist einfach viel Geld und viel Arbeit, die bei solchen Ja. bürokratischen Prozessen irgendwie mit reinkommen. Ja. Wenn du sagst Hand, wir haben ja 2 Hände. Was war seine Ich glaube, Schmerzensrate? linke Hand, die linke Okay, Hand. weil es gibt hier eine Besonderheit, die habe ich mir gar nicht Ja, aufgeschrieben. Ja. Der hier, das ist, da bin ich als Pädagoge, kann ich auch nur den Kopf drüber schütteln und ich sag mal, mein Arsch vertiefen. Nee. Ja, Marty Friedman pickt so, Ja. mit einer sehr, sehr abgeknickten Handhaltung. Und das bringt ihm super viele Nachteile. Ich kann es auch keinem empfehlen. Auch wenn ihr sagt, ja, aber Marty Friedman klingt oder spielt, deswegen so, nein, das ist nicht sein Unique Selling Point. Allein das Muting muss total... Genau, und das kann er nicht. Er ist ein, und das tut mir echt leid zu sagen, aber ich habe mal ein Video drüber gemacht, das war ein bisschen kontrovers, er ist ein schlechter Rhythmusgitarrist. Das Video hieß auch, Why Kirk Hammett is better than Marty Friedman. Jetzt kann ich wissen, wie viel. Hate! Natürlich muss man ein bisschen die Zeiten YouTube ein bisschen Clickbait sein, aber Ja. weil ich habe da mal verglichen, wie Kirk Hammett zum Beispiel Battery spielt, Ja. die Riffs von Battery spielt, richtig präzise und tight. Und dann mal eine Live-Version wie Marty Friedman eben Holy Wars spielt. Ja. Und das ist halt ein reines... Weil er kann es halt nicht abdämpfen. Ja. Es geht mit dieser Handhaltung halt nicht. Und es ist vielleicht für ihn, ich meine, es ist eine Sache, die kam bei ihm halt irgendwie mit rein. Er hat sie nie geändert. Er hat angefangen, halt damit dann seine Musik zu schreiben. Warum sollte er sie auch ändern? Was ich aber niemandem empfehlen kann, ist das zu kopieren oder versuchen nachzuahmen. Weil es bringt ganz viel Limitierung mit sich. Ja. Marty kann keinen richtigen Alternate Picking, der muss viel durchsweepen in den Lines, die er spielt, durch diese Handhaltung. Er kann echt froh sein, dass er wirklich so seinen eigenen musikalischen Touch gefunden hat, der abseits ist von dem, wie er spielt, dass das, was er spielt, so geil ist, weil mit dem, wie er spielt, ist er extrem limitiert. Und das hat, ich tue mich auf meinem Kanal sehr viel mit Biomechanik auseinandersetzen, sehr viel möglich mit welcher Muskel wird wie aktiviert und wie können wir das, weil ich liebe dieses Thema. Ich komme da auch sehr aus dem Sportbereich und gehe sehr sportanalytisch an solche Sachen ran. Und hier hast du halt immer einen Muskel angespannt. Du hast immer einen Muskel in der Dehnung und wenn meine Theorie ist, oder mein Konzept heißt Avoiding Unnecessary Consumption of Energy, also das Versuchen zu vermeiden, unnötig im Vorhinein Energie zu verschwenden durch unnötige Muskelaktivierung. Das hast du halt hiermit die ganze Zeit. Also das ist wirklich, Ja, nee, Ja. das kann man so nicht machen. geht gar nicht. Ich habe, wenn du mir ganz kurz die Gitarre rübergibst, klar. ich habe letzte Woche eine Probe gemacht und ich hoffe, du siehst es mir nach, wenn ich es jetzt vormache. Alles gut. Ich meine den Gitarristen, den ich jetzt anspreche. Es war, jetzt muss ich überlegen, das hier. Okay. Und er hat es wirklich einen Song durchgehalten. Okay. Ja? Kiss, I Was Made for Loving You. Ja, Ne? Dicke, 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 dicke. Aber so. Oh, nee. Ne? Und du denkst dir, das kriegst du nicht mehr raus. Nee. Wenn das so drin ist, das kriegst du nicht mehr raus. Es Und ist ein anscheinend, bisschen Arbeit, aber ich habe es in meiner pädagogischen Laufbahn schon gesehen bei Leuten, die jahrelang so spielen, dass man es rausbekommen kann, aber es ist wirklich Arbeit. Das ist viel Arbeit, ja. 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 Zeig uns mal eben, wie es richtig wäre. Einfach nur dieses, Am besten so gut wie gar nichts aus dem Arm. Das ist einfach ein Handgelenk und Handgelenk. Der Rest so locker rüber. Du brauchst beim schnellen Picken, wenn wir mal kurz darauf gehen, nur 2 Bewegungen. Das ist die hier, die sogenannte Abduktion und die Rotation zwischen den Seitenwechseln, um dieses neumodische Ding namens Pick Slanting zu machen, was mir Welten geöffnet hat.
Diese beiden Bewegungen brauchst du nur, mehr brauchst du nicht so. Ja. Und man braucht dann nicht noch aus dem Arm groß oder irgendwie aus dem Ellenbogen mit raus oder Schulter. Das ist alles locker. Und so könnte ich das hier stundenlang machen. Genau. Ohne irgendwie große Probleme. Minimale Kraftaufwand. Ja, genau. Es ist ein minimaler Kraftaufwand. Und also gut, Marty macht es Ja. eben anders. Ist er anscheinend irgendwie mit durchgekommen? Ja, genau. Ja, aber das Wasserspiel ist halt so besonders, genau. Richtig, genau. Ja. So, jetzt haben wir Rust in Peace. Haben wir gesagt, okay, wir haben den Sound geklärt. Ich finde es erstaunlich soundmäßig. Es ist gar nicht so super High-Gain-Shred. Es sind schon Sachen dabei. Gerade Mustaine spielt ja gar nicht mit so viel Gain, damit halt wirklich alles zu hören ist. Ja. Wir haben festgestellt, dass er nur wenig Einfluss hatte auf das, was gemacht wurde, aufgenommen wurde. Hast du das Gefühl, dass er auf der Tour danach mehr reingewachsen ist in die Band? Kann man das irgendwie Marty feststellen? Friedman? Ja. Ja, doch, ich glaube schon relativ stark, dass er dann da auch noch mehr ich meine, der konnte seinen Stil schon von vornherein sehr gut reinbringen in die Band. Ich glaube sogar bei dem Rust in Peace Album am meisten von allen Alben, die Marty je gespielt hat. Und da haben die ihm, glaube ich, viel Freiheit gegeben. Weil es interessant ist, dass tatsächlich Chris Poland fast zurückgekommen wäre für die Rust in Peace und er auch schon Soli aufgenommen hat, demoweise, für die Songs, bevor Marty reingegangen ist. Aber ich glaube, er hat sich dann wieder so mit Mustaine verkracht, Ja. dass das wieder auseinandergegangen ist. Also es gibt irgendwo ein alternatives Universum, eine andere Dimension, wo Chris Poland Rust in Peace gespielt hat und nicht Marty Friedman. Er kam ja später nochmal zurück. Er kam ne? später bei The System Has Failed nochmal zurück, genau 2004. Okay, dann kam es ja, dann ging es ja weiter Richtung Euthanasia. Nee, Countdown to Extinction. Countdown to Extinction war vorher. Was ja, ich sag mal, der arme Mustaine, muss man ja mal sagen, dann macht der Rust in Peace, was ein Meisterwerk der Metal-Geschichte ist. Und was machen Metallica? Bringen halt nebenbei das Black Album raus und vermiesen ihm alles. Dann bringt er halt hier Countdown raus, was irgendwie auch wieder nur im Schatten steht von all dem, was außenrum passierte zu der Zeit. Nirvana kommen irgendwie, aber es ist ja trotzdem on point für die Zeit, was technisch möglich war. Es klingt unheimlich gut von der Produktion. Ich find, das ist das Album, wo ich mich soundmäßig am wenigsten mit richtig anfreuen kann, weil die Gitarren, ich finde, du merkst, dass diesen Rutsch equipmentmäßig Anfang der 90er Jahre, die Gitarren sind sehr nah, die sind sehr direkt und auch sehr gecuttet. Ja. So, also gerade so ist da hast du halt wirklich nichts, das wird direkt weggecuttet. Richtig. Und da fehlt mir ein bisschen die Luftigkeit im Sound tatsächlich, die bei dem Rust in Peace noch da war. Ich glaube, sie wollten kommerzieller, das auf jeden Fall werden. Also das bisschen Hype, was du bekommen hast, halt mitnehmen. Sind sie auch mit dem Album ja auch geworden. Also ich würde sagen, kommerziell war das ihr erfolgreichstes Album. Mit eben hier, jetzt komme ich auf den Namen, Symphony of Destruction. Symphony, genau. Mit dem Song Countdown to Extinction und so. Und ja, ich glaube halt auch sehr beeinflusst dann so von dem Sound, den auch eine Band wie Pantera zum Beispiel auch damals getragen hatte. Ja. Genau. Kannst du uns ein bisschen sagen, wie du Martys Einfluss da siehst in dem Album? Also ich glaube, der Einfluss Songwriting-technisch war von Marty nie wirklich sehr groß, leider. Sondern halt, er hatte die klassische Rolle des Solo-Gitarristen, was damals ja auch noch wirklich Berufsbezeichnung. so wie Kirk Hammett ja auch. Der ja auch, okay, Kirk Hammett weiß man, okay, ich glaube, Enter Sandman, das Riff hatte er geschrieben. In Fragmenten, so ein paar Riffs hatte er ja geschrieben, aber damals war das ja noch wirklich viel mehr diese getrennten Rollen, diese getrennten Rollenverteilung. Leadgitarrist, Rhythmusgitarrist. Der Rhythmusgitarrist schreibt halt mehr die Songs, der Leadgitarrist kümmert sich um die Soli. Man merkt, dass es schon weniger Soli geworden sind. Ja. So klar, Rust in Peace, es gibt dieses Meme, dass Rust in Peace ist halt irgendwie 6 Minuten lang Solo und dann 2 Minuten lang sich über das Government aufregen und dann wieder 6 Minuten Solo. Und das ist schon weniger geworden bei Countdown to Extinction, aber nicht schlechter. Die Soli, die drauf sind, die bekannten, die wir haben, wie halt eben mit Symphony of Destruction, sehr cool. Ashes in Your Mouth oder so heißt der Song, glaube ich. Wir spielen ihn nicht, deswegen vergesse ich immer ganz gerne schnell die Namen. Also sind ein paar Soli drauf, die richtig, richtig gut sind. Ja. Richtig gut. Was ein bisschen wegfällt, ist dieses typische Riffing von Mustaine bei der Platte schon, wo du merkst. Voll. Ich meine, Rust in Peace beinhaltet ja Sachen,
die so Mustaine sind, Ja. wie sie kein anderer schreibt und spielt. Also genau, wenn man mal ein bisschen auf Mustaine geht, rifftechnisch ist da Rust in Peace, finde ich, so sein Magnum Opus, weil du hast natürlich auch schon sehr geile Thrash-Riffs auf Peace Cells, gerade so Songs wie Good Morning Black Friday, solche Sachen. Sehr, 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 sehr geil. Und dann hast du in Rust in Peace hast du halt diese technischen, diese verspielten Riffs. Also gerade nur so da passiert so viel und es wird noch drüber gesungen. Ja. Und in Countdown hast du halt dann mehr dann. So Riffs halt, die halt dann einfacher sind, mehr nach vorne gehen und schieben. Ich mein bestes Beispiel ist halt, das sind 2 Töne. As simple as it can be. Ja. Ja, also es geht dann weg und das ist auch etwas, das hat er wieder in den letzten beiden Alben wieder hochgeholt, aber es ist ein bisschen was ein bisschen verloren gegangen ist danach. Die Riffs waren nie wieder so verspielt und so komplex und vertrackt, was ich persönlich sehr mag, ist eine Geschmackssache wie auf der Rust in Peace. Ja. Richtig. Das war, und dann kommen wir ja in so eine Ära, wir haben es im Vorgespräch schon festgestellt, Martys Einfluss wurde nicht mehr auf die Platten insgesamt. Aber er blieb treu dabei, muss man sagen. Cryptic Writings, Euthanasia. Genau. Dann kamen aber Einflüsse von außen, wie andere Produzenten, die dann mitgewirkt haben. Ein neues Umfeld, was geschaffen wurde. Und genauso viel, wie sich die Band stabilisiert hat, weil das wäre das erste Line-Up, was mal wirklich 2 Platten hintereinander macht bei Megadeth. Ja. Hat Marty es aber leider nicht geschafft, irgendwie seinen Stempel aufzudrücken. Bis hin fast, es gibt den Rumor, dass Dan Huff sogar teilweise Gitarren gespielt hat. Ja, da gibt es diese eine Geschichte, dass wohl für einen Song von Risk, ich glaube es war Prince of Darkness, Marty sich ein wirklich gutes, langes Solo überlegt hat. Und irgendwann eines Tages geht er ins Studio und sagt, dann hört er vom Produzenten nur, nee, das Solo war zu viel, das haben wir gestrichen. Hier der und der, kann sein, dass es dann da Dan Huff war. Sinn machen würde, LA Studio-Gitarrist. Der hat das. Der hat sogar produziert, das Album. Ach, Dan Huff hat das Risk produziert? Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Das wusste ich gar nicht. Der war da drin. Ich glaube, das war schon Dan Huff in Nashville irgendwie und dann diese Connection in Nashville. Ja, stimmt. Es kann sein, dass das die Zeit war, wo er aus LA dann gerade drüber nach Nashville gegangen ist und dann. Das wusste ich gar nicht. Das ist spannend, ja. Und das ist natürlich super bitter. Also ich meine, es gibt 1 Million dieser Geschichten. Ja. Es gibt Warrant, die ihre erste Platte nicht selber eingespielt haben. Nicht mal mit ihren eigenen Amps, sondern das war der Amp vom Rap Beach. Es gibt diese Geschichten, wo immer wieder Leute Solo für andere eingespielt haben. Aber Marty Friedman ist natürlich hart. Ja, man muss es, wenn man mal ein bisschen aus dem Kontext der Zeit betrachtet, gibt es ein paar Punkte, wo ich es dann auch wieder verstehen kann. Zum einen, ja, natürlich hast du immer damals diesen ewigen Konkurrent Metallica, die dann Load and Reload gemacht haben. Das hat definitiv einen Einfluss auf Mustaine gehabt. Dann, wenn du natürlich merkst, okay, Ende der 80ern habe ich noch Arenen gefüllt und jetzt werden die Besucherzahlen immer weniger, die Konzerthallen werden immer kleiner, da muss man auch finanziell natürlich schauen, okay, was muss ich vielleicht machen, wo muss ich mich vielleicht anpassen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, die mittlerweile in der Retrospektive, wo man versteht, warum gewisse Entscheidungen getroffen worden sind. Ich hatte persönlich nie ein großes Problem damit, aber ich habe auch eine einfache Position, das zu sagen, weil als ich Megadeth entdeckt habe, war es 2004. Ich bin im Jahrgang 1990 und ich war halt damals so, okay, das ist Megadeth und die hatten ihr Risk-Album und Risk war einer der ersten Megadeth-Alben, die ich als Teenager irgendwie in die Hände bekommen habe und gehört habe und dachte, wow, cool, Crush Them, cooler Song, so, hat mir irgendwie gefallen. Und ich habe es aber dann erfahren aus so Leuten wie Nick oder auch Gö, unseren Dave Mustaine, was das damals für eine Enttäuschung war, wenn du halt aufgewachsen bist mit Rust in Peace. Genau. Und dann kommt sowas wie Risk und Cryptic Writing. Cryptic Writings geht dann noch. Ich glaube, Risk war das große Album, wo sie dann kommerziell auch wirklich damit gegen die Wand gefahren sind, weil sie sowas anderes gemacht haben. Aber es klang großartig und es waren viele Sachen experimentell dabei. Ja, ich finde es auch kein schlecht. Ich bin aber auch jemand, der St. Anger verteidigt. Also Geschmack wird eher. Das habe ich heute Morgen wieder gehört und dachte mir, es ist gar nicht so scheiße, wie du dachtest. Ja, weil wie gesagt, das war mein erstes Metallica-Album, St. Anger. Das ist halt auch dann, ist wirklich interessant, was Generationen mit so einem dann im Geschmack auch ausmachen kann. Mal ganz kurz, nur mal eine Frage,
wie ist es bei euch? Seid ihr irgendwann ausgestiegen bei Megadeth oder seid ihr dran geblieben? Denn ich habe es ja kontinuierlich verfolgt. Ich bin bei Rust in Peace eingestiegen. Ich kannte schon Peace Cells Mhm. und war so, das war mir ein bisschen creepy, komische Typen. Die passten nicht so in dieses Hair-Metal-Ding. Da kommst du eigentlich ja quasi. Genau. Und aber Rust in Peace hat mich musikalisch einfach geschockt und das war so, wow, krass. Aber wenn ich jetzt weiterdenke, ich bin bei keinem Album danach, war ich enttäuscht, weil ich habe eine Weiterentwicklung gesehen und da ich relativ offen war und immer MTV geguckt habe, das gab es damals noch, hat man ja gesehen, wie sich Ja, ja. die Musikwelt verändert. Ne? Und ja, natürlich bist du erstmal über Synthesizer irgendwie verwundert, aber Das hast du ja auch bei jeder Band. Maiden hat ihre Synthi-Phase, Priest hatten in den 90ern ihre Phasen, Slayer hatten ihre New Metal-Phase Anfang der 2000er. Also jede Band hatte ja damals, glaube ich, so, das ist ganz interessant zu sehen, so ihre Phase, wo sie was ausprobiert haben. Und viele Bands haben aber dann wieder die Kurve, finde ich, geschafft. Auch Megadeth. Gerade 2004 mit dem System Has Failed Album, Ja. was einer deren besten Alben ist. Da hat auch Mustaine wieder diese Komplexität in den Riffs und dieses nach vorne gehen. Das ist super geiles Album. Und ich finde, ab da ist Megadeth wieder mit jedem Album sehr interessant geworden, wo es bei ihren großen Konkurrenten meiner Meinung nach dann wirklich sehr bergab ging. richtig. Also die Death Magnetic von Metallica fand ich noch ganz cool, aber mit den letzten beiden Alben kann ich nichts anfangen. Gar nichts. Das ist so. Und man muss dazu sagen, alles, was außenrum war, also die ganzen Exodus, Overkill, Flotsam, also diese ganze Trash-Liga aus der Bay Area, Testament und wie sie alle heißen, die sind ja komplett verschwunden in der Zeit. Die Ja, waren stimmt. immer irgendwie da, Stimmt, aber aber kommerziell nee, ja. war da gar nichts mehr. Die haben dann irgendwie vor 200 People irgendwo in einem Club gespielt. Ja. Und ja, die haben halt den richtigen Weg genommen. Und ich finde auch gut, dass, glaube ich, Mustaine damals erkannt hat, ey, ich muss nicht der Riesenstar werden wie Metallica. Ja. Und ich glaube, wenn man einmal diese Erkenntnis hat, dann kann man sich auf das fokussieren, wofür man eigentlich mal stand. Und das hat er dann damit angefangen und ist dadurch wieder sehr authentisch geworden von der Musik, die sie gemacht haben. Bis zur, oh Gott, wie heißt das Album? Das ist das vorvorletzte Album. Es hat auch so ein ganz komisches Cover. Wieso komme ich denn jetzt gar nicht auf den Namen? Aber das ist auch so ein komisches Pop-Album geworden, vor der Dystopia. Und da gibt es ganz komische Pop-Songs drauf und wieder ganz merkwürdig produziert. Und da gibt es auch Interviews, dass Mustaine da auch wieder Einfluss drauf hatte, weniger Einfluss drauf hatte, was passiert. Super Collider. Ja, Super stimmt. Collider, ja. Richtig. Ja, unterm Strich, das bleibt ihm übrig. Also Ja. da kommt ja jetzt, glaube ich, nichts Neues an Fans nach. Du musst die bedienen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund gewesen, warum es die Überlegung kam, um zurück zu Marty zu kommen, Ja. Reunion zu machen. Es war ja sogar angedacht, noch mit Nick Menza eben diese Stimmt, ja. Rust in Peace Anniversary Ja. Tour zu machen, was ja leider dann nicht geklappt hat, aus verschiedensten Gründen. Ich nehme mal vor allen Dingen an Geld. Aber ja, du musst natürlich erstmal die befriedigen, die das von damals Ja. kennen. Es wird noch ein paar Kids geben, die sich Megadeth-Platten kaufen. mit Das Sicherheit. merke ich auch bei den Megalife-Shows. Wir haben auch Ja. teilweise viele junge Leute da, viele Leute, die 15, 16 sind. Aber es ist halt im Verhältnis. Für uns sind das, weißt du, sind 2 Teenies vor der Bühne, sind schon, wow, cool, 2 Teenies vor Ja. der Bühne, sehr geil, das ist mal erfrischend. Aber es ist jetzt natürlich nicht so wie ein Sleep Token oder irgendeine andere moderne Band, die dann wirklich Massen an jungen Leuten ziehen. Was ja auch okay ist. Ich finde es auch vollkommen okay, als Band irgendwann mal zu sagen, hey, wir müssen nicht immer das Modernste machen, wir müssen nicht immer die Kids abholen, wir können auch einfach mal eine Nische bedienen und wir können ja davon leben. Genau. Und dennoch, ich hast es ja gestern Abend gesehen, Judas Priest Accept, Ja. alte Band, altes Publikum, aber dennoch tun sie ein Festival füllen, sag ich mal. Richtig. Und tun richtig abliefern. Und so. das wollte ich gerade Ja. sagen. Also abgeliefert haben beide Bands. Und das ist auch vollkommen okay, dass man mal auf dem sich ausruht, was man auch geschaffen hat in Ja. der Zeit dann. Ne? Und muss nicht immer wieder was Neues erfinden. Was ist denn, oder was spielt ihr denn mit Megalife für Songs aus der, ich sage immer, Risk 2 Alben runter Ära? Gibt es da was ihr spielt? Von Risk spielen wir nichts, von Cryptic Writings natürlich Trust. Ja. Das ist so die Single von Cryptic Writings, Stimmt. die, sag ich mal, die auch immer gut ins Setlist passt. Die fährt das immer ganz gut runter und ich mag das Solo. Das ist ein einfaches Freakman-Solo, aber es ist halt eins, wo da wirklich
Also wirklich vor der Bühne stehen kannst und einfach Vibrato raushauen kannst. Heldensolo. Und einfach nur mal, ja. Das macht halt Spaß. Und ansonsten tatsächlich gar nicht so viel. Von Euthanasia spielen wir Killing Road. Ja, genau, Killing Road. Ich glaube, das war's. Ja, natürlich dann halt Ja, Arthur Le Mans. ja. Und von der Countdown spielen wir dann wieder ein bisschen mehr. Da haben wir dann Countdown, da haben wir Symphony, wir haben Skin on My Teeth und wir haben noch einen Song, auf den ich gerade nicht komme. Wir haben mittlerweile Was ist denn My Place, My Secret Place war von welchem? von Euthanasia. War der von denen? Der war von der Euthanasia, ja. Ah, das ist eins meiner Lieblingsstücke, Mhm. weil es auch so ein typischer Downer Genau. Text ist. Ja, es ist ein ziemlich heftig. Das muss man sagen, auf der Euthanasia sind krasse Texte drauf. Family Tree ist ich glaube, da geht es um Inzest zum Beispiel. Das ist ein wirklich sehr, sehr tiefer Text. Oder Euthanasia überhaupt, dieses Wort, was ja auch aus einem deutschen Wort, sag ich mal, entstanden ist, weil die Euthanasie gibt es ja gar nicht so Richtig. im Englischen und er hat das halt mit Jugend verbunden, Euthanasia. Das ist ja auch ein sehr heftiges Thema einfach und das sind schon heftige Lyrics, die er da geschrieben hat. Gute Lyrics, aber halt wirklich sehr. Da war auch mal wieder klar in der Birne. Ja, das ist einfach clean, ja. Marty. Evolution, Marty, Sound. Es kam ja durch neue Produktionstechniken auf einmal Sachen dazu. Es kamen vielleicht auch Ansprüche dazu. Ich erinnere mich an Sitars, die verwendet wurden. Ich erinnere mich an Akustikgitarren, die auf einmal gespielt wurden und was er ja auch machen kann. Wie siehst du da seine Entwicklung, wenn er sich noch nicht einbringen konnte? Hast du das Gefühl, er konnte sich soundmäßig irgendwie da noch irgendwie weiterentwickeln in der Geschichte? Bei Megadeth vielleicht nicht selber, aber in seinen Soloalben auf alle Fälle. Er hat ja auch nebenbei, hat er ja auch noch das zweite Soloalbum rausgebracht. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Da sitzt er quasi, liegt so an der Wand und hält so seine Kelly hoch. Ja. Aber vor allem in den 2000ern ist er halt sehr hart geworden vom Sound auch und sehr heavy und sehr aggressiv. Ja. 2005 kam ein Album raus, Loudspeaker hieß das, glaube ich. Oder da spielt er teilweise richtig heavy Riffs. Und ich weiß auch, dass er Fan ist von heavy Sachen. Er ist zum Beispiel Fan von Alkaloid, der einen Tech Death Band, wo ich drin bin, weil die mal irgendwie, bevor ich in der Band drin war, hatten die mal Kontakt mit Marty oder Christian Münzner hatte mal Kontakt mit Marty, war mal irgendwie einen Nachmittag mit dem unterwegs. Und er steht so auf auf harte Musik, auf Musik, die anders ist. Ich meine, Cacophony war damals auch schon Ja. sehr hart tatsächlich, sehr heavy und sehr experimentell. Also ich glaube, er mag Dinge, die eigen sind, die eine eigene Nuance haben und die einen eigenen Sound haben. Ich glaube, was er gar nicht mag, sind halt Leute, die kopieren. Oder wenn er jetzt hören würde, ich spiele in der Megadeth Tribute Band, ich glaube, da würde ich ihn nicht unter einem Felsen hervorlocken, weil ich glaube, sowas findet er dann gar nicht gut. Ja. Er mag Individualismus sehr. Und auch soundmäßig hat er sich da dann so sehr in die harte Richtung, ich sag mal, entwickelt. Ich erinnere mich noch das erste Album, ich hab's unten, ich muss es unbedingt rausholen und euch zeigen. Das erste Album nach Megadeth, was rauskam, da war extra von der Plattenfirma so ein Sticker drauf. This Thrash Metal Masterpiece is the reason why Marty left Megadeth. Also das musste dann nochmal extra gesagt werden. Okay. Und in der Tat war es hart. Ich finde aber, was ich jetzt in der neueren Vergangenheit von ihm gehört habe, es gibt immer noch harte Sachen, aber er merkt die Lücke auf einmal. Ja. Es gibt viel mehr lange, schöne, stehende Passagen. Ihm ist auch, glaube ich, Schnellspielen da auch nicht mehr wichtig. Ja. Ich glaube, er behauptet, es war ihm noch nie wichtig, aber als Teenager oder als 20-Jähriger ist einem halt Schnellspielen auch wichtig. Da kann man so viel behaupten, wie man will. Ich kenne es ja selber. Aber mittlerweile hat es sehr schöne Melodien, schöne Chordprogressionen. Genau. Ich glaube, das ist ihm halt einfach sehr wichtig. Ich habe mal vor 6 Jahren auf meinem YouTube-Kanal, einer meiner ersten Cover war ein Song von der Soloplatte von ihm. Ich komme leider gar nicht drauf, Riech und Namen, aber von einem neueren Stück wunderschöne Chordfolge, wunderschöne Melodie und auch ein sehr schönes Arpeggio-Solo, was nicht schnell war, was aber sehr geschmackvoll war. Ja. Und er macht sich ja in Japan auch wirklich dran, die Erhaltung von einer gewissen Art von japanischer Musik aufrechtzuerhalten. Also der ist da voll eingetaucht in das Ding. Genau. Und das merkst du jetzt selbst in den alten Jahren von Marty Friedman, finde ich total, dass er sich halt nicht verweigert hat vor
lass doch mal was Neues an Ja. mich ran und lass das mal reinwirken und mal gucken, was dann passiert. Und ich glaube, der ist mittlerweile mehr Japaner, als er Ich meine, der wohnt ja jetzt auch schon seit 20 Jahren in Japan. Ja. So ist er Anfang der 2000er oder Ende der 90er nach Japan gezogen, dann, als er aus Megadeth raus war. 99 ist er, glaube ich, rausgegangen. Und ja, das ist natürlich, ich glaube, das ist schon immer sein Ding gewesen, seine Kultur, sein Land. Und ich finde es schön, wie er was Neues macht, aber auch wie er sich der Vergangenheit nicht entzieht. Man hat es gesehen letztes Jahr auf Wacken oder vor 2 Jahren auf Wacken, wo er mit Megadeth tatsächlich mal 3 Songs gespielt hatte. Das war cool. Das war wirklich sehr, sehr ein großes Event für uns. Da saßen wir auch von Mega Live irgendwie alle vorm Stream und haben zugeschaut, als das Ja. passiert ist, weil das für uns irgendwie sehr wichtig war. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, weil wir ja vorhin über Gitarristen spielen Solo von anderen, mir hat's Herz geblutet für Kiko in dem Moment. Weil so, wie demütigend muss das sein? Wohl wissend, dass wahrscheinlich im Hintergrund schon Gespräche stattgefunden Ja, aber haben. ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Ich meine, Temu ist da jetzt sehr fest drin. Es gibt seine Gründe, warum Kiko rausgegangen ist. Ich weiß da auch ein bisschen mehr, aber es ist halt, die Sache ist halt, ich fände es, glaube ich, auch nicht gut, wenn jetzt Marty Friedman in Megadeth wieder zurückkommen würde. Nee, jetzt nicht Weil, mehr. man darf das nicht vergessen, Marty Friedman ist 99 rausgegangen. Das ist 20 Jahre dazwischen. Ja. Er hätte seine Probleme, sehr starke Probleme, jetzt halt eben einen Kiko-Song zu spielen. Oder auch selbst einen Glenn Rover-Song oder Solo nachzuspielen. Vielleicht würde er was Eigenes machen, aber dann hast du auch wieder die Thematik, wollen die Fans vielleicht dann doch das Kiko-Solo sehen? Und du brauchst halt dann auch einen Gitarristen, der das gut performen kann. Und das kann Temu allemal. Also Temu ist ein Hammer-Gitarrist, Ja. ein aktueller Gitarrist. Richtig, richtig krasser Typ. Marty ist da leider, das wird nicht mehr passen. So dieselben Sorgen, wie ich hatte, als Mike Portnoy bei Dream Theater zurückgegangen ist, kann er die Mangini-Sachen spielen. Er macht es jetzt so ein bisschen, aber auch nicht so gut wie Mangini halt leider. Und deswegen weiß ich nicht, ob das so klug wäre. Ich weiß nicht, ob Marty das wirklich machen würde. So von dem, was ich von Marty bis jetzt gehört habe, von Leuten, die ihn kennen und so ein bisschen hören sagen, glaube ich, ist er ein Typ, der, wie gesagt, die Vergangenheit nicht irgendwie ad acta gelegt hat. Er spielt ja auch immer noch Tornado of Souls live zum Beispiel. Er hat eine ganz coole Show-Einlage, wie dann sein anderer Gitarrist das Solo anfängt und dann er meint so, warum spielst du mein Solo? Und spielt dann alle rufen Marty und er spielt dann das legendäre Solo. Also er weiß schon von seiner Legacy, das weiß er schon. Da war ich sehr verwundert, weil ich das Gefühl, also ich hatte immer so den Blick auf Marty, der ist schon sehr von sich überzeugt und ein bisschen Diva-esque irgendwie. Und als ich dieses Video gesehen habe zum ersten Mal, er macht es ja mittlerweile immer wieder, du schreibst das, also für mich das Metal-Solo dieser Dekade irgendwie, was ja, wie gesagt, immer noch ein Gradmesser ist. Und dann lässt du es einen anderen spielen. In deiner Band. Ja. Dann dachte ich mir, Alter, ich habe dich falsch eingeschätzt. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen Fishing for Compliments. Ja, jetzt mache ich es mal nochmal. Aber geil ist es ja. Ja, das ist schon. Und deswegen, ich glaube aber, er ist jetzt keiner, der sagen würde, ich muss unbedingt zurück zu Megadeth. Und ich glaube, finanziell. Dem geht es so auch gut wahrscheinlich. Ja. Der wird was warm zu essen haben. Genau, der wird einen Hausüberkopf haben und irgendeine japanische Sendung, wo er drin sein kann und Japanisch sprechen kann, dann ist er, glaube ich, glücklich. Genau, richtig. Weißt du, was er aktuell an Equipment verwendet? Ja, er hat seine Jackson Signature Gitarre. Keine Kelly? Keine Kelly, sondern halt so eine Les Paul-formige Gitarre. Genau. Er hat tatsächlich mal kurz Ibanez gespielt vor 15 Jahren. Ganz kurz, diese Gitarre kam, also ich war damals noch in einem Musikladen angestellt und es gab keinen Volume-Portier an der Gitarre. Die Ibanez-Gitarre oder? Ach, war es echt? Das war auch so eine mit so Double Cutaway. Ja. Ich weiß leider nicht. SZ war die Serie, glaube ich. Ja. Da gab es da ein Modell vom Noodles von Offspring, glaube ich. Genau. Und dann gab es das Marty Friedman-Ding und es gab keinen Volume-Portier. Es gab einen Pickup. Also praktisch so wie die Kelly. Ja. Es gab aber kein Kahler mehr, sondern es war eine Fixed Bridge. Und anlässlich dieser Veröffentlichung hat er eine Klinik gespielt in Frankfurt. Und er hatte einen Techniker, der immer den Amp, er hatte diesen Engel mit unheimlich viel Gain, immer muten musste für ihn, wenn er nicht gespielt Kein hat. Volume-Pedal hatte er, kein Volume-Knopf hatte. Genau, aber es hat ihn anscheinend gestört beim Spielen oder er fand es optisch nicht gut. Und dann hat er gesagt, macht mir keinen. Ja. Nicht klug, Freunde. Nicht klug. Ton kann ich absolut verstehen. Ja. Der kann gerne weg, aber der Volume-Pedal ist schon sehr wichtig, weil ich würde jetzt auch hier ungern sitzen die ganze Zeit und
Genau. den Klang im Hintergrund haben. Und wir haben nicht alle einen Roadie, der für uns immer mutet dann. Ja. Aber ja, Ibanez war er kurz. Ich habe ihn mal irgendwann ganz kurz mit einer PRS gesehen. Ja, genau, ja. Das Ja, war aber nur Anfang so. der 2010er war das, glaube ich. Polly Smith gibt ja praktisch jedem, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, eine Gitarre. Ja. Und ja, warum auch nicht? Das war die Grundlage seines Erfolges. Also er ist an Santana so lange dran geblieben, bis er die scheiß Gitarre behalten hat. Und dann ging es eben nach vorne. Aber Martin PRS fand ich ja jetzt nicht so der Match. Passt nicht so, ja. Nee. Ich verbinde auch mit PRS jetzt nicht wirklich Metal nicht so sehr. Also ich weiß, ich kenne New Metal. New Metal, das stimmt, Ja. stimmt. So Mark Tremonti und so Genau. die Richtung, ja, auf alle Fälle. Aber gerade so der Oldschool Thrash Metal ist es kein PRS. Es scheinen tolle Gitarren zu sein. Ich habe ein paar Freunde, die wirklich sehr davon schwärmen, aber ist jetzt für mich nicht so die Metal-Kampf auf alle Fälle. Genau. Das ist so die moderne Les Paul, nenne ich es immer, die Polly Smith. Lass uns noch eine Gitarre ansprechen, die legendär war zur Pre-Megadeth-Zeit. Oh ja. Hurricane. Oh, ist das die Chevelle? Nee, das waren Hurricane-Gitarren von dem Ach so, Hersteller, okay. die mittlerweile gesucht sind ohne Ende. Jason Becker hatte eine, auf der Perpetual Burn hat er die hinten in der Hand. Ja. Marty hatte auch eine. Aber das sind nicht, weil ich weiß, der hat bei Cacophony, da gibt es ja dieses Cover, wo sie beide stehen mit der Ja, Gitarren. das sind Und Carvins. Das sind die Carvins, Genau. genau, die Carvins, Ja. die dann jetzt Kiesel sind. Richtig. Genau, aber ach stimmt, warte, ich fange an mich zu erinnern, ja. Also bei Jason Becker habe ich gerade ein Bild vor Augen, aber Und das ist irgendwie so eine Marke, die nirgendwo mehr auftauchte und ich glaube mittlerweile horrende Preise erzielt auf Reverb, wenn mal irgendwo eine auftaucht. Keine Ahnung, wo die herkamen. Wenn irgend von euch eine hat, ich wäre bereit für ein Angebot. Aber Carvin kam dann, ne? Ja. Ganz groß, ganz großer Unterstützer überhaupt dieser LA-Szene, Ja. weil aus San Diego. Und hast du mal eine gespielt? nur Kiesel. Also ich kenne Ja. nur die Neuauflage quasi, die sind ja immer noch sehr aktiv in der Szene. Genau. Das sind auch super Gitarren. Also schwer als Europäer ranzukommen, aktuell, weil Kiesel ja sehr auf den amerikanischen Markt fokussiert ist. Aber Wenn ihr mal wissen wollt, wer Kiesel nach Deutschland gebracht hat, der sitzt hier. Ach, was echt? Ich bin der Typ, Okay. der den ersten Vertrieb mit Musikschmidt für Carvin in Europa gemacht hat. Ich war mal in der Factory zur Besichtigung. Es ist also Carvin war so der Brandname, aber die Familie Kiesel ist wirklich eine ausgewanderte Familie aus Deutschland, Ach so, okay. die nach San Diego gegangen sind und es ist nach wie vor in der Hand, Ja, früher von Brüdern, jetzt nur noch von und einem. Jeff Kiesel, ja. Genau, und ja, also ist eine Brand, die auch Neuerungen hat, Ja, muss man sagen, und nicht mit der Zeit stehen geblieben. nee, also Wie eine eben super, auch eine, Ibanez. immer eine mit der super Zeit. moderne Brand. Einer der ersten, die Headless wieder richtig modern gemacht haben und mit den Modellen und halt wirklich auf die sehr modernen Spiele heutzutage eingehen, ja. Eine Sache, Genau. wo du es gerade modern sagst. Marty Friedman und mehr als 6 Seiten. Gibt es irgendwas? Boah, gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube echt. Der ist nie auf den Zug aufgesprungen, gell? Nee. Naja, ich glaube nicht, nee. Ich meine, es gibt selbst Aufnahmen von James Hetfield, wo er mal eine 7-Seiter zu St. Anger Zeit in der Hand Ja, hatte. ja, das So war. eine ESP, glaube ich, ja. Ja. Aber Marty und Extended Range. 0, gell? Man kann überlegen, ob es eine 7-Seiter von seiner. Nee, gibt es aber auch nicht. Nee, 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 da ich gab's glaube nicht. immer nur 6-Seiter. Der war Ich glaube, immer- er ist schon tiefer gestimmt mittlerweile, das kann schon sein. Aber dass er die 7. Seite hatte? Nee. Ich glaube, da haben die alten Herren noch so Angst vor. Konnte es lange nachvollziehen, aber ja. Ich glaube, wir haben so Einiges alles durch, abgeklappert von dem, was Marty Friedman ausmacht. Wer immer noch keine Lust hat, ihm zuzuhören, dem kann man jetzt auch nicht mehr helfen. Aber hört mal rein. Ich glaube, Gibt es was du empfehlen würdest, jetzt zum Beispiel, wo du sagen würdest, okay, die Songs oder die Soli sollte man mal gehört haben von Marty? geil, die Frage wollte ich dir stellen. Ja, Soli kann ich nicht drum rum. Das ist für mich auf jeden Fall Tornado of Souls. Ansonsten lege ich, glaube ich, jedem ans Herz, die ersten Shrapnel-Platten zu hören. Unabhängig von Megadeth. Weil das ist so pur. Und wenn du bedenkst, dass die Jungs, glaube ich, unter einem erheblichen Zeitdruck standen, Ja, das Ding einzunageln, Ja.
dann ist das noch purer, kannst du Marty Ja. Friedman nicht hören. Ja. Ähm, da ist auch immer mal ein anderer mit dabei, haben wir ja schon gesagt, aber du hörst ihn schon immer relativ klar raus. Und das ist, glaube ich, echt ein Anspieltipp, weil da merkst du, das ist noch der ungeschliffene Diamant, der noch nicht durch 1000 Produzenten durchgegangen ist, sondern Das ist der Wilde, die Roughness, die macht ja, das auch aus. Die Jungs waren damals Anfang 20, ja, noch sehr jung und die haben diese Attitude. Also kann ich auch Cacophony empfehlen. Die Alben sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie klanglich sehr schlecht sind, leider richtig. Gottes. Ich habe da nie ein Problem, ich bin damit groß geworden, ich hatte da nie so das Problem mit, aber wer wirklich viel Wert auf einen guten Klang legt, das ist das muss man mal, muss man mal subtrahieren, so ein bisschen den Klang oder mal ein bisschen wegziehen Ja, und mal wirklich sich rein aufs Gitarrespielen fokussieren, weil dort haben wir diese Roughness, dieses Wilde, diese pure Energie ja, einfach. Und auch nochmal einen deutlich technischeren Marty Friedman. Also wer dann doch auf die technische Seite auch steht und auf Arpeggios und so, auf alle Fälle Cacophony ist da ein Muss. Ich glaube, Jason Becker hat ihn auch gut gepusht, weil Jason Becker war nochmal ein paar Jahre jünger ja. und liegt technisch nochmal einen Ticken über Marty. Ich kenne aber die Geschichte, dass Mike Varney Mhm. den Marty Friedman an die Seite vom Jason Becker gestellt hat, weil der eben nur schnell und shredding Das kann war. natürlich sein, ja. Und der Jason Becker sollte lernen, vor allen Dingen Chord Progressions und genau diese Sachen, die wichtig sind, um einen interessanten Song Ja. zu schreiben. Ja. Und nicht nur gib ihm. Und Es ist auch interessant, jetzt, wo du gerade wie Mike / Mark, wie auch immer waren, ey, das auch so ein bisschen wirklich alles arrangiert hatte früher und auch so eine gewisse Vision gegeben hat, wie ja, dort jetzt Jason und Marty, damit Jason von Martin lernen kann. Das klingt ja schon wie in einem Rocky-Film oder so, oder wie in einem Karate-Kid-Film. Der genau. Jüngling geht zum Meister und lernt von ihm oder auch bei einem Paul Gilbert bei den ersten Racer X-Platten, wo Paul wollte ja eigentlich nie richtig diese Musik machen, so ein bisschen. Der will ja eigentlich, Paul ist ein Songwriter. Paul ist Der kann das komplette Beatles-Songbook auf absolut, E-Dur absolut. durchspielen, Er hat ist er da auch. gesagt. Also ich hatte ja vor 3 Wochen hatte ich ein Interview mit ihm auf meinem Kanal, das ist bei den Ibanez Guitar Ja, Days. Und du merkst so richtig, ich stelle ihm eine Frage über Racer X und Shredding und er schafft es innerhalb von einem Satz auf die Beatles umzukommen. So. ja, Der steckt da viel mehr drin. Aber Mike Varney hat ihm damals halt gesagt, ey nee, der erste Song sollte ein reines Gitarrensolo sein und so Geschichten. Und hat die Leute dann auch so ein bisschen zu dem arrangiert, was sie sind. Ob sie es, ich glaube, bei Paul, wie gesagt, der hat sich dann sehr schnell in den 90ern in eine andere Richtung entwickelt. Ist genau. deutlich mehr rock'n'rolliger geworden und weniger Metal und Ja. Shredding. Aber das war auch sehr spannend, was Mike Mark da für einen Einfluss drauf hatte. Ich muss gleich mal googeln, wer jetzt von Wir denen schauen da gleich noch mal rein und lassen es euch dann wissen. Ja. Okay, wir beide hoffen auf noch viel Musik von Marty Friedman, Total, die da kommen wird. Er postet, vielleicht guckt ihr mal auf die Kanäle von Marty Friedman drauf. Er postet regelmäßig Sachen Ist doch gerade aus auf dem Tour. Studio. Ist doch gerade auf Tour mit Kiko. Ja. Ah ja, In stimmt. Brasilien, Südamerika-Tour haben sie Ja. gerade, ja. Und ich finde es total cool, wenn er so zu Hause sitzt und dann spielt. Das ist noch improvisierter, als es hier bei mir ist, mit so einem Vorhang Mit dem dahinter. roten Vorhang dahinterher. Genau. Und aber was du immer siehst, ist die totale Hingabe zum Ton, Ja. finde ich. Ja. Der würde niemals einen Slubby-Ton irgendwie durchgehen lassen. Ne? Oder ich sag mal, niemals einen nicht bewussten Slubby-Ton. Ja, Die Slubby-Töne hat er schon, aber die sind alle kontrolliert und bewusst da, weil er sie da haben will. Und Ja. das macht sie ja so besonders. Und das finde ich auch immer toll an so Gitarristen, wenn die halt ich sag mal, auf Knopfdruck dreckig sein können und auf Knopfdruck irgendwann diesen Punch mit drin haben wollen, weil sie sich dafür entschieden haben. Und nicht, weil es dann einfach so passiert. Das finde ich, das ist das Wichtige. Ja. ob wir Martin noch mal irgendwann in der großen Band sehen, glaube ich nicht. Die Zeit ist so ein bisschen vorbei. Aber ich sag mal, solange der noch irgendwie 2, 3 der Hallen irgendwie füllen kann und wahrscheinlich in Südamerika größer, Ja. dann Und wird Asien es halt ja auch, ja. Asien, dann wird er auch noch ein bisschen was machen. Und Und wie ja, alt ist der jetzt? Der müsste so Mitte 60, Anfang 60 sein. Anfang 60 sind sie, glaube ich, alle gerade so. ich glaube, ich war 16, als die Rust in Peace rauskam. Ich muss älter sein. Wann war es? 1990? 1990, bester Jahrgang überhaupt. Ja, ja, kann sein. Also der ist noch nicht im Rentenalter. Ja, ich Ja. glaube, die sind alle so 60 geboren, irgendwas Anfang 60er, ja. Und er ist noch relativ Er ist ja noch sehr lean. fit, ja. Ja, genau. Ja.
Guti, lasst uns wissen, wenn ihr noch Fragen habt zu Marty Friedman, zur Musik von Marty Friedman, schreibt sie unten rein. Wir werden darauf antworten, sofern wir dann was rausbekommen dazu. Und ansonsten, wie gesagt, Tipp, schaut rein bei Justin. Schaut rein in den Kanälen von Marty Friedman, schaut euch ein bisschen was an. Guckt auf, du hast gesagt, du hast einen Kurs dazu? Zu Marty Friedman? Oder Oder zu Marty Friedman nicht. Ich habe Kurse zu Shredding. Ja. Design of Speedpicking zum Beispiel, mein Kurs über die rechte Hand, Ja. aber auch welche für Beginner und Anfänger. Einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeigucken, da seht ihr in den Description-Boxen die ganzen Links zu den Kursen, zu den Kurven. Die kurvigen Kurse. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank dir. Jetzt machen wir es richtig. Jetzt so. Sehr schön. Danke dir Bitte, bitte. und Danke dir. bis bald. Macht's gut. Ciao, Ciao. ciao.